People would approach me, especially women. I would get variety of, some people would pat me on the back. Hollywood spekuliert schon seit Jahren über das Liebesleben von Diane Lane, die schöne Schauspielerin, die für ihre Anmut und Intelligenz bekannt ist, stand im Mittelpunkt von unzähligen Geschichten, spektakulären Gerüchten und privaten Affären. Mit 60 Jahren meldet sie sich nun endlich zu Wort. Um Diane Lane hat es schon immer Intrigen gegeben. Sie hat sich jahrzehntelang ihre Privatsphäre bewahrt, obwohl sie in der Öffentlichkeit steht, und hat sich nie dem Gruppendruck gebeugt. Doch hinter den Kulissen wird immer wieder spekuliert. Erzählungen über zwielichtige Partnerschaften, außereheliche Affären und die Besessenheit Hollywoods von ihrem Liebesleben. Warum gerade jetzt? Warum hat sich Diane Lane entschlossen, nach all den Jahren ihre Sichtweise mitzuteilen? Die Antwort wird Sie vielleicht überraschen. Diane hat alles miterlebt. Verrat, Herzschmerz, Liebe und Ruhm. Aber sie ist bereit, über die skandalösen Treffen, die Hollywood zum ersten Mal schockierten, reinen Tisch zu machen. Sie will Wiedergutmachung leisten für die öffentlich gemachten Liebesaffären, die Beziehungen, die sie geheim hielt, und die schweren emotionalen Kämpfe, die sie hinter verschlossenen Türen durchmachte. Die unbekannten Hintergründe der prägenden Jahre von Diane Lane. Diane Lane war schon immer von einer besonderen Eleganz geprägt. Ihre Schönheit, ihr Talent und ihre Persönlichkeit machen sie zu einer der beliebtesten Schauspielerinnen Hollywoods. Doch abseits der hellen Lichter und roten Teppiche waren Dianes frühe Jahre alles andere als glamourös. Ihre Geschichte ist nicht nur eine Geschichte des Ruhmes, sondern auch eine Geschichte der Hartnäckigkeit, des Überlebens und der Suche nach Sicherheit und Liebe in einem instabilen Umfeld. Diane Colleen Lane wurde am 22. Januar 1965 in New York City geboren. Ihre Mutter, Colleen Farrington, war eine umwerfende Kabarettsängerin und ein Playboy-Model. Ihr Vater, Burton Lane, war ein berühmter Theaterdozent und Taxifahrer. Mit solchen Eltern schien Diane für eine Karriere in der Unterhaltungsbranche prädestiniert zu sein. Mit einer Mutter, die ein berühmtes Fotomodell war, und einem Vater, der in der Kunstbranche tätig war, schien es ein guter Start zu sein. Hinter verschlossenen Türen waren die Dinge jedoch alles andere als perfekt. Ihre Beziehung zu ihren Eltern war intensiv, aber turbulent. Es gab einen ständigen Konflikt zwischen Liebe, Ehrgeiz und Konflikten. Als Diane noch ein Baby war ihre Ehe gescheitert. Und diese Scheidung sollte Dianes gesamte Kindheit verändern. Wohnungswechsel, geschiedene Eltern und ein Gefühl der Unsicherheit. Nach der Scheidung wurde das Sorgerecht für Diane zu einer angespannten Angelegenheit. Ihr Vater, Burton, erhielt das Sorgerecht für sie, was zu dieser Zeit ungewöhnlich war. Aber selbst wenn sie unter seiner Obhut standen, war das Leben nicht stabil. Trotz seiner Leidenschaft für die Kunst hatte Burton mit finanziellen Schwierigkeiten zu kämpfen. Diane wuchs in einer winzigen Wohnung über einem Theater in New York City auf, wo ihr Vater Schauspielunterricht gab. In ihren frühen Jahren wuchs sie nicht in einem gemütlichen Elternhaus auf und spielte auch nicht im Hinterhof. Stattdessen war sie umgeben von Schauspielern, Drehbüchern und der Zweideutigkeit der Arbeit ihres Vaters. Diane liebte ihren Vater trotz dieser turbulenten Situation. Er war ihr Fels und führte sie in die Welt der Schauspielerei ein. Doch ein Teil von ihr sehnte sich immer nach einem traditionelleren Familienleben. Ihre Mutter hingegen war nach Georgia umgezogen, um ihre eigenen Ziele zu verfolgen. Lange Zeit war Diane zwischen zwei Welten hin und her gerissen, dem liebevollen, aber schmerzhaften Umfeld ihres Vaters und dem schönen, aber distanzierten Leben ihrer Mutter. Sie kam und ging in ihrem Leben. Der größte Schock ereignete sich, als Diane gerade 13 Jahre alt war. Ihr Vater nahm sie mit nach Georgia, als ihre Mutter sie entführte. Dieser abendliche Ausflug war nicht besonders erwähnenswert. Ihre Mutter hatte lediglich beschlossen, dass Diane bei ihr wohnen sollte. Diane fühlte sich verängstigt und verwirrt, als ob sie sich in einer anderen Realität befände.
Aber sie war nicht die Art, die sich zurücklehnte und den Dingen ihren Lauf ließ. Sie traf die mutige Entscheidung, Georgia zu verlassen. Sie lief weg und ging zurück nach New York. Im zarten Alter von 14 Jahren lebte Diane Lane allein in der Großstadt. Wie ihre schwierige Kindheit ihre Vorstellungen von Liebe und Vertrauen prägte. Dianes unstete Kindheit hat sie geprägt. Auf die Liebe war nicht immer Verlass, wie sie schon früh gelernt hatte. Enttäuschtes Vertrauen kann dazu führen, dass einzelne Personen sie verlassen. Trotz ihrer Zuneigung zu ihr hatten ihre Eltern ihre eigenen Pläne, Probleme und Konflikte. Infolgedessen musste sich Diane in vielerlei Hinsicht selbst erziehen. Sie entwickelte ihre Unabhängigkeit, während andere Kinder noch mit Spielzeug spielten. Dies wirkte sich stark auf ihr Verständnis von Beziehungen aus. Sie wurde sehr unabhängig. Sie wollte weder emotional noch finanziell von jemandem abhängig sein. Es fiel ihr schwer, an die Liebe zu glauben. Nachdem sie miterlebt hatte, wie die Ehe ihrer Eltern zerbrach und ihre Mutter sie ihrem Vater wegnahm, begann sie zu zweifeln, ob die Liebe wirklich stabil war. Sie lernte, sich anzupassen. Der Umzug an verschiedene Orte, Häuser und Lebensweisen lehrte sie, sich an alles anzupassen. In Hollywood würde sie endlich von ihrer Gabe Gebrauch machen. Aber es schürte auch ihr Bedürfnis nach echter, bedeutender Liebe. Diane wollte die Fehler ihrer Eltern nicht wiederholen. Sie wollte eine solide, dauerhafte und echte Liebe. Dieser Ehrgeiz sollte sie jedoch in einige der umstrittensten und kompliziertesten Partnerschaften Hollywoods führen. Diane nahm diese Kindheitserfahrungen mit ins Erwachsenenalter und in die Unterhaltungsindustrie. Sie sehnte sich nach Nähe und Geborgenheit, aber sie fürchtete sich auch vor Verlassenheit oder Verletzung. Die dramatischen Liebesgeschichten und skandalösen Beziehungen, die später die Aufmerksamkeit der Medien auf sich zogen, waren das Ergebnis dieses inneren Kampfes, der sich auch in ihrem Privatleben zeigte. Bevor wir uns diesen schockierenden Enthüllungen widmen, wollen wir einen Blick darauf werfen, wie Dianes Karriere in Gang kam und wie Hollywood von ihrem Privatleben besessen wurde. Der Aufstieg von Diane Lane zum Ruhm. Es ist sehr bemerkenswert, wie Diane Lane eine schwierige Kindheit überwunden hat, um eine bekannte Hollywood-Schauspielerin zu werden. In ihr steckte mehr als nur ein weiteres attraktives Gesicht, das versuchte, in der Branche voranzukommen. Obwohl sie im Laufe ihres Lebens viel Traurigkeit und Leid erfahren hat, hat sie sich davon nicht unterkriegen lassen. Sie war eine einzigartige Naturgewalt. Diane war damals ein Teenager und sie hatte bereits länger gelebt als die meisten Menschen, die doppelt so alt waren wie sie. Sie hatte allein in New York City gelebt, war von ihrer eigenen Mutter entführt worden und musste sich in einer Kultur zurechtfinden, die sie oft wie eine Erwachsene behandelte, bevor sie bereit war, als etwas anderes akzeptiert zu werden. Doch anstatt sich von diesen Schwierigkeiten zerstören zu lassen, beschloss sie als Motivation zu nutzen. Hollywood wird Diane Lane bald in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Menschen auf der ganzen Welt stellen. Hollywood konnte nicht umhin, das Potenzial der jungen Schauspielerin zu erkennen. Dianes Entscheidung, einen Beruf als Schauspielerin zu ergreifen, war kein Zufall, sondern Schicksal. Sie wurde schon in jungen Jahren in die Welt des Theaters eingeführt, da ihr Vater Schauspiellehrer in New York war. Schon als kleines Kind war sie fasziniert vom Geschichtenerzählen und von der Kraft der Schauspieler, eine Vielzahl von Emotionen hervorzurufen. Diane begann bereits im Alter von 6 Jahren, in verschiedenen Theaterproduktionen mitzuspielen. Schon als kleines Kind besaß sie ein natürliches Talent und eine auffällige Präsenz. Sie war nicht einfach nur eine Jugendliche, die sich ziellos als jemand anderes ausgab, wie sich in ihren frühen Teenagerjahren herausstellte. Sie war nicht nur eine Schauspielerin, sondern auch eine ziemlich gute. Der romantische Film A Little Romance, der 1979 in die Kinos kam, brachte ihr den Durchbruch, als sie gerade 13 Jahre alt war. Sie spielte die Hauptrolle an der Seite von Laurence Olivier. Stellen Sie sich vor, Sie hätten als junger Teenager die Chance,
mit einem der begabtesten Künstler der Welt zusammenzuarbeiten. Diane schien jedoch eher zu strahlen, als Angst zu haben. Die Kritiker waren völlig schockiert. Wer war dieses junge Mädchen, das im Fernsehen so präsent, so elegant und so echt wirkte? Hollywoods Filmemacher stürzten sich auf sie, um mit ihr zu arbeiten. Und sie nannten sie das nächste große Ding. Es gab einen Moment, in dem es unmöglich schien, Diane Lane aufzuhalten. Aber Hollywood ist nie so einfach. Die bahnbrechenden Rollen, die ihre Karriere auf ein noch nie dagewesenes Niveau gehoben haben. Dianes Karriere nahm Fahrt auf, als ihr Buch A Little Romance ein Bestseller wurde. In den 1980er Jahren spielte sie in mehreren bedeutenden Filmen mit, die sie zu einer der gefragtesten jungen Schauspielerinnen der Branche machten. Eine ihrer berühmtesten Rollen war die des Films The Outsiders von 1983, der unter der Regie von Francis Ford Coppola zu einem kulturellen Phänomen wurde. Zu den jungen, attraktiven Männern, die Diane in dem Film begleiteten, gehörten Tom Cruise, Patrick Swayze und Matt Dillon. Sie verkörperte die Figur der Cherry Valance, ein Mädchen, das zu nett für die bösen Jungs ist, aber zu neugierig, um ihnen zu entkommen. 1983 wurde Rumble Fish produziert. Coppola führte auch Regie bei einem anderen Film, der düsterer und künstlerischer war. Diane wurde für ihre Leistung gelobt. Die zeigte, dass sie mehr als nur ein junger Filmstar war. Sie hatte viel Tiefgang. Das Album Streets of Fire von 1984. Dianes Ruf als Star wurde durch ihre Fähigkeit, eine starke weibliche Hauptrolle in diesem actiongeladenen Rockmusical zu spielen, weiter gefestigt. Zu dieser Zeit war Diane Lane überall präsent. Sie war jung, begabt und schön, was sie zur perfekten Hauptdarstellerin für Hollywood machte. Doch dann geschah etwas Unerwartetes. Einige Filme, die an den Kinokassen schlecht abschnitten, behinderten ihre weitere Karriere. Hollywood wandte sich plötzlich von ihr ab, als Filme wie The Cotton Club 1984 und Lady Beware 1987 an den Kinokassen schlecht abschnitten. Eine Zeit lang war es für Diane schwer. Sie hatte eine große Wandlung durchgemacht. Sie galt nicht mehr als das Goldkind der Branche, sondern wurde nur noch als eine weitere Schauspielerin abgetan, die ihren Funken verloren hatte. Aber Diane Lane würde nicht so bald verschwinden. Nachdem sie einen Schritt zurücktrat und ihre Lebensumstände überdachte, kam sie stärker als zuvor zurück. Als die 1990 und frühen 2000 Jahre kamen, hatte sich Diane Lane völlig verändert. In den 1980 Jahren war sie eine junge Frau mit einem neuen Look. Aber das war nicht mehr der Fall. Sie war zu einer Frau herangewachsen, die sich immer klar darüber war, wer sie war und was sie wollte. Hollywood scheint sich wieder in sie zu verlieben. Der Film, der ihr großes Comeback einläutete, war A Walk on the Moon aus dem Jahr 1999, in dem sie eine Hausfrau spielte, die während des Woodstock-Sommers eine Affäre hatte. Der Film war ein dramatisches, sinnliches und emotionales Ereignis, und Dianes Leistung war einfach atemberaubend. 2002 wurde sie für die Rolle in Unfaithful ausgewählt, die ihr Leben für immer verändern sollte. Der Film, der Diane Lane zu einem Begriff machte, war dieser Film. In dem Film Unfaithful spielte sie eine Frau, die zwischen Leidenschaft und Reue hin und her gerissen ist. Sie war in eine ernsthafte Affäre außerhalb ihrer Ehe verwickelt. Sie wurde für einen Academy Award nominiert, weil ihre Darstellung so authentisch, aufrichtig und ungeschminkt war. Die Kritiker lobten ihre Leistung als eine der besten des Jahrzehnts. Ihre treuen Fans konnten nicht genug von ihr bekommen. Auch hier stand Diane Lane an der Spitze der Hollywood-Machthierarchie. Die Berühmtheit legt jedoch eine Untersuchung nahe. Sowohl die Medien als auch die Branche stellten sich die gleiche Frage. Wie schafft es Diane Lane, ihren Figuren so viel Leben einzuhauchen? Sie muss etwas in ihrem Privatleben haben, das sie nicht mit uns teilt.
Die Gerüchte machten die Runde. War Dianes Intensität im Film ein getreues Spiegelbild ihrer Gefühle im wirklichen Leben? Konnte sie wirklich so unschuldig sein, wie es den Anschein hatte? Könnte es einen dunkleren Aspekt in ihrem Liebesleben geben? Die Welt scheint sich für mehr zu interessieren als nur für Diane Lane, die Schauspielerin. Sie wollten etwas über die Frau Diane Lane, ihre intimen Beziehungen, ihre Indiskretionen und ihre persönlichen Geheimnisse erfahren. Das war alles Hollywoods Wunsch. Kurz darauf begannen die Kontroversen. Inwieweit ist Diane Lane ihrem Ruf als Amerikas Liebling gerecht geworden? Oder gab es eine andere Seite an ihr, die die Öffentlichkeit nie sehen sollte? Kontroversen, Ruhm und Liebe. Allein die Feststellung, dass Diane Lane eine der talentiertesten Schauspielerinnen Hollywoods war, reicht nicht aus. Außerdem gehörte sie zu den begehrtesten Frauen des Landes. Ihre alterslose Schönheit, ihr müheloser Charme und ihre unbestreitbare Brillanz reichten aus, um sowohl das Publikum als auch andere Künstler in ihren Bann zu ziehen. Von dem Zeitpunkt an, als Diane zum ersten Mal in die Öffentlichkeit trat, erregte sie nicht nur mit ihren Auftritten, sondern auch mit ihrem Privatleben Aufmerksamkeit. Die Medien folgten ihr auf Schritt und Tritt und waren neugierig auf die Männer, mit denen sie sich traf, auf die Traurigkeit, die sie erlebte, und auf die Gerüchte, die über sie verbreitet wurden. Einige der Beziehungen waren kraftvoll und leidenschaftlich, andere waren attraktiv und romantisch, und einige endeten in Verzweiflung. Nach all dem kam Diane zu der Erkenntnis, dass es nie einfach war, in Hollywood Liebe zu finden. Diane begegnete der Romantik in der Geschäftswelt zum ersten Mal, als sie noch ein kleines Kind war. Sie war immer von gut aussehenden, ehrgeizigen Männern umgeben, die ihr Streben nach Erfolg teilten. Der Grund dafür war ihre Erziehung in der Unterhaltungswelt. Eine ihrer ersten bekannten Partnerschaften war die mit dem französisch-amerikanischen Schauspieler Christopher Lambert, der vor allem durch seine Rolle in Highlander bekannt wurde. Die beiden verstanden sich auf Anhieb, als sie sich in den 1980er Jahren zum ersten Mal trafen. Andererseits war ihre Beziehung eher eine flüchtige Romanze als eine dauerhafte Liebesgeschichte. Obwohl das Schicksal in der Zukunft andere Pläne für sie hatte, trennten sie sich allmählich, da ihre Karrieren sie an unterschiedliche Orte brachten. Im Laufe ihres Lebens ging Diane auch mit einigen der begehrtesten Berühmtheiten Hollywoods aus, darunter auch mit solchen, die ganz oben auf dem Treppchen standen. Eines der am meisten beobachteten und besprochenen Paare war Timothy Hutton, ein Oscar-prämierter Schauspieler, der für seine liebenswerte und überraschende Art bekannt ist. Ihre leidenschaftliche Romanze endete abrupt, weil ihre vollen Terminkalender und die Erwartungen an den Ruhm sie daran hinderten, ihre Beziehung aufrechtzuerhalten. Berichten zufolge unterhielt sie heimliche Beziehungen und Liaisons mit einigen der bekanntesten Persönlichkeiten und Schauspielerinnen Hollywoods. Die Wahrscheinlichkeit, dass Diane in skandalöse Beziehungen verwickelt war, versetzte die Boulevardpresse in Aufruhr. Der Grund dafür war, dass Diane immer als anmutig und elegant galt. Unabhängig davon, ob die Gerüchte der Wahrheit entsprachen oder ob es sich nur um übertriebene Gerüchte und Mutmaßungen handelte, stieg Diane schnell zu einer der meistdiskutierten Frauen Hollywoods auf. Die Art und Weise, wie ihr erster großer Liebeskummer sie veränderte. Eine von Dianes wichtigsten Beziehungen in ihrem Leben war wahrscheinlich ihre Ehe mit Christopher Lambert. Obwohl sie in den 1980er Jahren eine kurze Romanze hatten, fanden sie erst 10 Jahre später wieder zueinander. Es schien, als hätte das Schicksal sie noch einmal zusammengeführt. Aus ihrer Ehe im Jahr 1988 ging die Geburt ihrer Tochter Eleanor hervor. Es gab einen Moment, in dem es schien, als hätte Diane endlich die Liebe gefunden, nach der sie gesucht hatte. Sie schaffte es, eine Familie, eine erfolgreiche Karriere und eine scheinbar stabile Existenz zu führen. Dennoch ist es nicht leicht, in Hollywood eine Ehe zu finden. Der ständige Stress, die langen Drehpläne und die Verantwortung
die mit der Öffentlichkeitsarbeit einhergeht, wirkten sich negativ auf ihre Beziehung aus. Trotz ihrer tiefen Verbundenheit hatten Diane und Christopher Mühe, ihre Ehebeziehung aufrechtzuerhalten. Nach insgesamt 6 Jahren Ehe wurde die Ehe 1994 geschieden. Diane war am Boden zerstört, weil sie sich von der verlorenen Liebe verabschieden musste und weil die Trennung auch Auswirkungen auf ihre Tochter hatte. Es war ihr ein großes Anliegen, Eleanor ein stabiles Familienleben zu bieten, was sie selbst seit ihrer Kindheit nicht mehr hatte. Nach der Scheidung fühlte ich mich wie ein Versager. Die Scheidung hat Diane in vielerlei Hinsicht verändert. Sie wurde zunehmend misstrauisch und zog sich zurück, als sie mehr über ihre Bindungen herausfand. Auch wenn sie wählerisch war, wen sie in ihr Herz ließ, glaubte sie immer noch an die Liebe. Haben ihre Beziehungen etwas mit Hollywood zu tun? Eine große Hollywood-Schauspielerin zu sein, hatte ihren Preis, und Diane musste diesen Preis im Laufe ihrer Karriere oft in ihrem Privatleben zahlen. Die Unterhaltungsbranche hatte schon immer eine gewisse Kontrolle über die Liebesbeziehungen ihrer Stars. Aufgrund ihres Beziehungsstatus entschieden Publizisten, Studios und sogar Filmverträge häufig darüber, mit wem sich ein Schauspieler oder eine Schauspielerin verabreden, heiraten oder sogar in der Öffentlichkeit gesehen werden durfte. Weil das Studio nicht wollte, dass sie ihrem Image entsprachen, wurden mehrere bekannte Persönlichkeiten aus Gründen der Publicity in romantische Beziehungen gezwungen oder von denjenigen, die sie wirklich liebten, getrennt gehalten. Diane war keine Ausnahme, auch wenn sie eine der beliebtesten Schauspielerinnen ihrer Zeit war. Jede einzelne ihrer Begegnungen wurde genauestens überwacht. Über jeden Mann, mit dem sie gesehen wurde, wurde eine Schlagzeile geschrieben. Jede einzelne Scheidung war von Kontroversen begleitet. Da die Medien darauf abzielten, eine Erzählung zu konstruieren, die sich auf ihre Liebesaktivitäten konzentrierte, wurde sie oft als naive Schönheit dargestellt, die in unglückliche Beziehungen verwickelt war. Aufgrund der ständigen Aufmerksamkeit, die ihr zuteil wurde, fiel es ihr schwer, eine gut funktionierende Beziehung aufrechtzuerhalten. Sie erlebte Zeiten, in denen sie das Gefühl hatte, den Menschen in ihrem Umfeld nicht vertrauen zu können. Könnte es sein, dass jemand mit ihr ausgeht, weil er im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen will oder weil er sich wirklich für sie interessiert? Diane hat sogar einmal eine Pause von ihrer Romanze eingelegt, als sie im Rampenlicht stand. Sie konzentrierte sich auf ihre Karriere, ihr Kind und ihr eigenes Glück, anstatt der Liebe nachzujagen, wie es Hollywood von ihr erwartete. Doch die Liebe hat eine seltsame Art, Menschen in den unpassendsten Momenten zu finden. Nachdem sie sich fast 10 Jahre lang auf sich selbst und ihr Kind konzentriert hatte, konnte Diane Anfang der 2000er Jahre die Liebe finden. Dieses Mal war es der Schauspieler Josh Brolin, der mitmachte. Josh war bekannt dafür, ein rauer Kerl zu sein, der aber auch sehr intelligent und gesellig war. Sie entwickelten eine intensive Liebesbeziehung und heirateten schließlich im Jahr 2004, nachdem sie eine Weile zusammen waren. Nach einiger Zeit schien es, als hätte Diane endlich die Liebe gefunden, die sie gesucht hatte. Allerdings gab es in ihrer Ehe in jeder Phase Herausforderungen. Josh hatte neben den Höhen und Tiefen ihrer Beziehung auch eine schwierige Vergangenheit. 2013 gaben sie ihre Scheidung bekannt, mehr als 10 Jahre, nachdem sie zum ersten Mal zusammen waren. Obwohl Diane wieder einmal Liebeskummer hatte, ging sie dieses Mal anders mit dem Thema um. Sie beschloss, mit Würde und Stärke weiterzumachen, anstatt sich von ihrem Schmerz bestimmen zu lassen. Die unerhörten Vorfälle, die Hollywood aufschreckten. Eine besonders wichtige Beziehung hatte Lane zu dem Schauspieler Christopher Lambert. Dieser Artikel konzentriert sich auf diese Verbindung. Als die beiden 1984 an der Vermarktung ihrer eigenen Filme arbeiteten, liefen sie sich zufällig über den Weg und wurden auf Anhieb Freunde. 9 Jahre nach ihrer Hochzeit, 1988, im Jahr 1993, brachten sie eine Tochter zur Welt, die sie Eleanor nannten.
Doch die Ehe wurde von Problemen geplagt, die schließlich 1994 zur Trennung und 1995 zur Scheidung des Paares führten. 1995 wurde die Scheidung des Paares offiziell vollzogen. Unmittelbar nach ihrer Scheidung von Lambert verliebte sich Lane in den Musiker Josh Brolin. Trotz ihrer Heirat im Jahr 2004 wurde die Ehe des Paares während ihrer gemeinsamen Zeit von mehreren öffentlichen Kontroversen geplagt. Brolin wurde des ehelichen Missbrauchs beschuldigt, nachdem er im Dezember 2004 in ihrer Wohnung festgenommen worden war. Es ist wichtig, sich diese Wahrheit zu merken. Dies geschah, weil Lane der Polizei sagte, dass er sie geschlagen hatte. Obwohl Lane den Vorfall nicht gerichtlich verfolgte, stellte Brolin eine Kaution, nachdem er behauptet hatte, die Begegnung sei ein Fehler gewesen. Obwohl das Paar mehrmals versuchte, wieder zusammenzukommen, wurde die Scheidung 2013 abgeschlossen. Nach der Veröffentlichung von Chemistry und Unfaithful im Jahr 2002 gab es den Verdacht, dass Diane Lane und Richard Gere hinter den Kulissen eine Affäre hatten. Der Film The Cotton Club, der um 1984 herauskam, diente jedoch als Katalysator für ihre Romanze. Als die beiden ihre Beziehung wieder aufnahmen, hatte sich ihre berufliche Beziehung gefestigt und beruhte auf ihrem gegenseitigen Respekt füreinander. Lane machte deutlich, dass die elektrische Spannung, die sie im Fernsehen darstellten, eine Erfindung war und nicht die Tatsache widerspiegelte, dass sie in einer echten romantischen Beziehung zueinander standen. Darüber hinaus wurde Lane neben ihren Ehen mit einer Reihe anderer bekannter Personen in Verbindung gebracht, wobei die meisten dieser Beziehungen noch nicht bestätigt wurden. In den frühen 1980er Jahren soll sie ihre ersten romantischen Beziehungen mit den Schauspielern Timothy Hutton und Emilio Estevez gehabt haben. Außerdem wurde behauptet, dass sie Mitte der 1980er Jahre eine kurze romantische Beziehung mit dem Rockmusiker John Bon Jovi hatte. Offenbar kursieren diese Behauptungen schon seit geraumer Zeit. Viele Informationen beruhen auf Vermutungen in den Medien, und Lane hat nicht öffentlich auf die Geschichten geantwortet, die über seine persönlichen Beziehungen verbreitet wurden. Trotzdem hat Lane die Existenz dieser Gerüchte nicht öffentlich bestätigt. Die Tatsache, dass Matthew McConaughey seit seiner Jugend in Lane verknallt war, wurde während seiner Arbeit an dem Film Serenity 2019, der 2019 in die Kinos kam, ans Licht gebracht. Lane machte deutlich, dass ihre Verbindung rein geschäftlicher Natur war, auch wenn dieses humorvolle Eingeständnis ihrer Partnerschaft eine schöne Note verlieh. Trotzdem hat es die Spannung, die sie im Fernsehen erzeugten, deutlich erhöht. Die Darbietungen von Lane und Robert Duvall in dem 1989 erschienenen Film Lonesome Dove waren so überzeugend, dass Gerüchte aufkamen, die beiden Schauspieler seien in eine Art sexuelle Beziehung verwickelt. Lane hingegen betonte, dass ihre Zusammenarbeit auf Professionalität und einer gemeinsamen Leidenschaft für das Erzählen von Geschichten beruhte, was dazu führte, dass ihre Auftritte noch wirkungsvoller waren. Während der Produktion von The Outsiders im Jahr 1983 hatten Lane und Christopher Atkins eine kurze, aber bedeutende Beziehung. Diese Beziehung wurde als wichtig erachtet. Diese Verbindung könnte man als flüchtig bezeichnen. Lane hat gute Erinnerungen daran, dass dies eine entscheidende Phase in ihrer frühen Hollywood-Karriere war, auch wenn es nur eine kurze Zeit war, als sie bereits in Hollywood arbeitete. Aufgrund der Verbindung, die Lane und Matt Dillon in dem Film The Outsiders gezeigt haben, gab es eine kurze Beziehung, die im wirklichen Leben mit Lane stattfand. Dies war eine Folge der Verbindung, die im Film gezeigt wurde. Die Tatsache, dass sie nur für kurze Zeit zusammen waren, hinderte sie nicht daran, miteinander befreundet zu sein. Seitdem hat Lane zugegeben, dass dieses Ereignis ein entscheidender Punkt in ihrer Karriere in der Unterhaltungsindustrie war. Die Beziehung zwischen Lane und Sylvester Stallone während der Dreharbeiten zu Judge
Dredd im Jahr 1995 betraf in Wirklichkeit Danny Cannon, der bei der Produktion Regie führte. Diese Erkenntnis kam Lane während der Dreharbeiten zu dem Film. Trotz der weit verbreiteten Annahme, dass Lane und Stallone eine Liebesbeziehung hatten, ist die Realität ganz anders, als oft angenommen wird. Viele Menschen sind der Meinung, dass sie noch anwesend waren. Insbesondere wurde Lane auf den Regisseur des Films, Daniel Cannon, aufmerksam, der sein Interesse an der Thematik weckte. Letzten Endes war er es, der seine Aufmerksamkeit erregte. Lane und Cannon wurden Freunde, als sie gemeinsam an dem Projekt arbeiteten, was schließlich dazu führte, dass sich die beiden für kurze Zeit ineinander verliebten. Im Gegensatz zu den meisten prominenten Hollywood-Paaren verbrachten sie die meiste Zeit miteinander, ohne der Öffentlichkeit bekannt zu sein. Trotz der Tatsache, dass sie ihre Identität geheim hielten, war einer großen Anzahl von Personen, die an dem Projekt arbeiteten, bewusst, dass sie sich einander näher kamen. Obwohl ihre Romanze nicht lange anhielt, blieben sie sich sehr verbunden und traten nach der Veröffentlichung des Films sogar noch einige Male gemeinsam in der Öffentlichkeit auf. Danach kommen Nicolas Cage und Lane. Ihre erste Begegnung fand 1984 in der Fernsehsendung Rumble Fish statt und im Jahr 2000 trafen sie sich wieder, als sie an dem Film The Family Man arbeiteten. Im Laufe der Zeit wurde ihre Bindung immer intensiver, blieb aber dennoch subtil. Während ihrer gemeinsamen Zeit respektierten und bewunderten sie einander auch nach ihrer Trennung. Eine Untersuchung der Auswirkungen der Medienkritik. Obwohl Lanes sexuelle Beziehungen häufig im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses standen und die Boulevardpresse auf der Suche nach Geheimnissen über ihr Privatleben war, hat diese Aufmerksamkeit gelegentlich zu Missverständnissen und übertriebenen Geschichten geführt. Als Brolin inhaftiert wurde, erlangte das Ereignis beispielsweise enorme Medienpräsenz, was einen Schatten auf ihre Ehe warf. Lane hingegen versuchte, die Bedeutung der Tragödie herunterzuspielen. Obwohl es viele gibt, die Lane interessant finden, hat sie sich immer dafür entschieden, ihr Privatleben privat zu halten. In Interviews lenkt sie das Thema in der Regel von ihren persönlichen Erfahrungen ab und konzentriert sich stattdessen auf ihre beruflichen Aufgaben. Mit dieser Strategie ist es ihr gelungen, ein Gefühl der Normalität zu bewahren und die Boulevardpresse davon abzuhalten, über ihr Privatleben zu berichten. Lane konzentriert sich darauf, ihr persönliches und berufliches Leben zu verbessern, während sie in die Zukunft blickt. Trotzdem wählt sie weiterhin Arbeiten aus, die sie herausfordern und die mit ihren kreativen Prinzipien übereinstimmen. Um ihr Ziel zu erreichen, mit den Feinheiten der Prominenz auf ehrliche und würdevolle Weise umzugehen, ergreift sie Maßnahmen, um ihre Privatsphäre zu wahren und meldet sich zu Wort, wenn es darauf ankommt. Der Weg, den Diane Lane durch Liebe, Herzschmerz und die ständige Kontrolle, die Hollywood ihr auferlegt hat, gegangen ist, war einfach unglaublich. Sie hat es geschafft, mit Eleganz, Belastbarkeit und einem unerschütterlichen Sinn für das, was sie ist, ihr ganzes Leben zu meistern. Angefangen von einer schwierigen Erziehung bis hin zu einer erstaunlichen und erfolgreichen Karriere. Infolge der Beschäftigung der Medien mit Dianes Privatleben wurden mehrere Geschichten und Debatten über sie ausgiebig verbreitet. Diane hingegen hat sich dafür entschieden, ihre Arbeit geheim zu halten und sie für sich selbst sprechen zu lassen. Sie ist nicht nur ein lebendiges Beispiel für die Stärke, die aus einem selbstbestimmten Leben resultiert, sondern auch ein Denkmal für Stärke und Selbstvertrauen. Sie ist jetzt 60 Jahre alt. Als Diane Lane jünger war, hatte sie eine andere Sichtweise auf die Liebe, als sie heute hat. Diane Lanes Sicht auf die Liebe hat sich im Laufe ihres Lebens weiterentwickelt. Die in Hollywood produzierten romantischen Filme, die auf Märchen basieren, findet sie nicht mehr ansprechend. Ihre Lebenserfahrungen haben sie gelehrt, dass die Liebe ein Gefühl ist, das nicht nur verwirrend und verworren, sondern manchmal auch ziemlich unangenehm ist. Dennoch ist sie auch zu dem Schluss gekommen, dass die Liebe von Bedeutung ist, auch wenn sie nicht unendlich lange andauert.
Sie hat es immer geschafft, sich selbst treu zu bleiben, obwohl sie sowohl wunderbare Lieben als auch schmerzhafte Verluste erlebt hat. Diane hat ihre Aufmerksamkeit auf die Dinge gelenkt, die ihr in dieser Zeit Freude bereiten. Sie lebt ihr Leben nach ihren eigenen Vorstellungen, ist Mutter und hat einen erfolgreichen Beruf, was ihr ein Gefühl der Erfüllung gibt. Von nun an ist sie nicht mehr gezwungen, um Zuneigung zu kämpfen oder der Außenwelt etwas zu beweisen. Im Laufe ihres Lebens hat sie einen großen Verlust erlitten, das Leben in vollen Zügen gelebt und von ganzem Herzen geliebt. Letzten Endes ist es das, was wirklich zählt. Diane Lane ist im Laufe ihres Lebens ausgiebig zu den verschiedenen Männern befragt worden, mit denen sie eine Liebesbeziehung hatte. Es ist nicht ungewöhnlich, dass sie die Gerüchte dementiert. In anderen Fällen antwortet sie einfach nicht auf Fragen oder Bedenken. Möglicherweise ist es die Tatsache, dass sie noch nie ein offenes Gespräch über ihr Privatleben geführt hat, die sie zu einer so interessanten Figur macht. Es besteht die Möglichkeit, dass in Zukunft neue Gerüchte über das Liebesleben von Diane Lane auftauchen könnten. Höchstwahrscheinlich. Das liegt vor allem daran, dass die Menschen ständig neugierig sind, was hinter den Kulissen vor sich geht. Und Hollywood ist ein großer Fan von guten Geschichten. In einem Punkt sind wir uns jedoch alle einig. Diane Lane steht seit Jahrzehnten mit ihrer Eleganz, ihrem Intellekt und ihrer alterslosen Schönheit im Blickpunkt der Öffentlichkeit, und diese Eigenschaften werden auch in absehbarer Zukunft nicht verschwinden. Sie ist nach wie vor eine der fesselndsten Schauspielerinnen Hollywoods, sei es, dass sie uns mit ihren erstaunlichen Darbietungen in ihren Bann zieht oder auf der Leinwand die Herzen erobert. Haben Diane und Andy es ihrer Meinung nach verdient, ihre Romanze geheim zu halten? Oder hätten sie es damals tun sollen? Geben Sie für privat eine 1 und für öffentlich eine 0. Bitte drückt Gefällt mir, abonnieren und klingeln, wenn euch das überrascht oder zum Schmunzeln gebracht hat. Wir werden Ihnen bald weitere Hollywood-Geschichten schicken.